Hallo zusammen. Ich würde gern euch mein Buch ausführlicher zeigen und den Konzept dahinter erklären. Möglicherweise dieses Video kann hilfreich sein für diejenigen, die das Buch schon besitzen und natürlich für die, die frisch auf das Konzept gestoßen sind. In diesem Video spreche ich Deutsch, so gut ich kann. Deswegen, wenn etwas nicht zu verstehen ist, schreibt drunter einen Kommentar. Erstens, es geht um Einstieg in die Improvisation. Und zwar für das Instrument Posaune. Wenn man sich gut mit Blechblasinstrumenten auskennt, dann natürlich kann man das Konzept für Trompete, Euphonium, Bariton, Tenorhorn oder Tuba übernehmen. Grundsätzlich ist es aber für uns persönlich, für Posaunisten. Daher der Titel Der Weg des Zuges. Dabei ist Posaunenzug und seine Wege gemeint. Der Titel des Buches ist außer doppelsinniger Bedeutung des Zuges an Abertausende von Ratgebern und kitschigen Romanen sowie geschichtsträchtigen Werken wie Bushido, Der Weg des Krieges, angelehnt. Es geht jetzt um Klang. Es muss schön, passend und melodiös sein. Etwas, was jeder Musiker mit Begeisterung hört und selber spielt. Etwas mit tiefen, kräftigen Wurzeln und unerschöpflicher Quelle der kreativer Gestaltung sein. Stellen Sie so einen Klang vor. In diesem Buch haben wir 2 Vorschläge für diese Art Klang. Diese Vorschläge finden wir direkt am Anfang. Wir begeben uns auf ein Abenteuer. Um ein bisschen Übersicht zu behalten, haben wir hier diese Karte. Außerdem für den Übersicht, was wir schon gelernt und was wir überhaupt spielen und lernen sollten, woran wir gerade dran sind, sorgt unser Abenteuerkompass. Das ist das Wichtigste hier. Diese befindet sich auf jeder Seite und ganz im Sinne einer Erinnerungsmitbringsel wird er erweitert nach jedem Ereignis und Besuch im Laufe der Geschichte. Ganz am Anfang kommen wir in dem Buch an diese Abzweigung. Und es geht um euch, um eure Empfinden. Daher euch überlassen, welcher Klang für sie persönlich entspricht oben beschriebenen Eigenschaften. Für euch passt und spornt eure Kreativität und Schöpferkraft. Weil gerade darum geht es. Mit diesem Klang werden wir Melodien, Geschichten und Lieder kreieren. Das heißt, einfach einmal diese Tonreihe spielen, und dann diese einmal. Wunderbar. Wenn für dich beides identisch bzw. nichtssagend erscheint, das kann vorkommen, gar kein Problem. Dann lies einfach die Begriffe, die dich mehr begeistern und streite in ihrer Richtung voran. Das gilt auch für diejenigen, die beide Klangreihen gleichermaßen spannend finden. Das einzige Haken ist, das Buch, das man in der Hand hält, ist nur der pentatonische Weg. Das andere ist immer noch in Planung und möglicherweise wird nie fertiggestellt. Aber jeder Feedback und Rückmeldung bringt das Projekt weiter. Wir nehmen den Weg mit dem Überschrift Pentatonische Welt. Gute Wahl. Die meisten Jazzlehrer, Improvisationsschulen und Tutorials im Internet fangen auch damit an. Mit der Pentatonik. Und hier direkt haben wir die Essenz des Buches in einem Bild, einem Spruch und der Bewegung des Zuges zusammengefasst. Nutze das Gesetz des Heißluftballons.
Werf alles Unnötige hinaus, um aufzusteigen. Das heißt, wir verzichten auf das Denken und die Angst, falsche Töne oder Zugpositionen zu treffen. Jetzt gelten nur 2 Positionen, erste und dritte. Durch Zufall und den Bau des Instruments entsteht dadurch der gesuchte Klang. Und dieses Buch ist dafür da, zu beschreiben und festzustellen, was für ein Klang da entsteht und wie ihr ihn nutzen könnt. Die Zugbewegung sieht folgendermaßen aus. Das sind die Töne, die Pentatonik. Das Rohmaterial, aus dem wir basteln werden. Es ist Klang, an den man sich gewöhnt, zusätzlich Handbewegung manifestiert und dadurch auch seine Möglichkeiten lernt auszuschöpfen. Wenn man weiter in die Höhe steigt, liegen die pentatonischen Töne auch in erster und dritten Zugposition. Erstmal ist es sicherer, wenn wir im unteren Bereich bleiben und uns vollkommen dem Klang der Tonreihe widmen, ohne über Zugpositionen nachzudenken. Es folgen Übungen, Ideen und Anregungen zur Improvisation. Das kann man am besten zu zweit, mit dem Lehrer oder Freunden machen. Ganz viel Zeug und Text. Und alles nur in dritter und erster Zugposition. Das kann man sofort sehen, da unser Abenteuerkompass unverändert auf jeder Seite auftaucht. Außerdem haben wir auf jede Doppelseite zum Thema passend aufmunternde Sprüche. Und wir nähern uns dem 2. Kapitel. Laut Geschichte sind wir auf einem Heißluftballon mit unseren Mentoren, den Insekten und eine Spinne. Und weil wir fliegen, begegnen uns nun die Wolken. Eine dieser Wolken bleibt an unserem Kompass kleben. Was für Wolke könnte es sein? Vielleicht die Wolke 7. Aber nein, es ist Wolke 6. Es ist eine existenzielle Erweiterung unserer 3-1-Reihe. Und wir sollten das als eine Kleinigkeit betrachten, da der 6. Zug wird bewusst für die Töne C und tiefes F und nichts anderes benutzt. Nur C und F im tiefen Bereich. Für Quartventil heißt es weiterhin 3-1. Vielleicht wirst du bei deiner Improvisation sie nie brauchen, aber langsam sollten wir in die Schiene gehen, wo man ein wenig mitdenkt. Und es vervollständigt unser pentatonische Tonleiter. Jetzt ist es nicht nur pentatonischer Klang, sondern offiziell eine F-Moll-Pentatonik, von F beginnend, und eine As-Dur-Pentatonik, wenn man von Ass zu Ass spielt. Ohne Wenn und Aber. Und wieder haben wir ganz viele Ideen und Anregungen zur Improvisation, sowie ausnotierte Improvisationen von anderen, laut Geschichte von unseren kleinen Mentoren. Die Wahl der Insekten ist auch nicht ganz zufällig. Sie stehen für Eigenschaften, die dir von Nutzen sein können im Bereich der Improvisation und des Posaunistwerden generell. Es sind 5 Mentoren: Hummel, Hirschkäfer, Spinne, Ameise und Gottesanbeterin. Vielleicht erzähle ich in einem anderen Video ausführlicher darüber. Alle anderen Figuren treffen wir unterwegs
Von ihnen bekommen wir zusätzliches Wissen und Erinnerungsmitbringsel zu unserem 3-1-Kompass. Ein drittes Kapitel heißt die 8. Hier geht es darum, unsere 3-1-Versuche auch ins obere Register zu bringen. 8 steht für Oktave und mehr bewusstes Spielen, dass man alle tiefen Töne, die man im dritten und ersten Zug nicht ausschließlich als Zugbewegung, sondern als Töne kennenlernt und erst dann als bestimmte Tonreihenfolge in den hohen Register überträgt. Das ist wichtig, weil in hohen Register, dritten und ersten Zugposition, befinden sich immer mehr Töne. Die meisten davon gehören zu F-Moll und Astor-Pentatonik, aber 2 nicht. Es sind ein D und ein Fis. Die 8 sollte uns aufmerksam machen, dass im hohen Register spielen wir ausschließlich im dritten und ersten Zug, aber bewusst Töne der Pentatonik. 4. Kapitel heißt Monteverdi. Das ist diese Motte hier. Hier geht es um einfache grundsätzliche Fragen, wie und was man improvisiert. Wir treffen wieder auf eine neue Figur. Es ist Jimmy Ohrwurm. Bei ihm lernen wir Blues, Swing, Jazz-Phrasierung und wichtigsten Techniken aus dem Jazzbereich. Von ihm kriegen wir einen Kronkorkendeckel als Mitbringsel, den wir auf unserem 3-1-Kompass befestigen. Auf dem Deckel ist das Haar drauf, den man beim Umdrehen zu einer 4 verwandelt. Beide sollten wir merken, weil das ist unser Blue Note. Diese Note hinzugefügt zu unserer 3-1-Pentatonik verwandelt unsere F-Moll-Pentatonik zu einer F-Blues-Tonleiter. So klingt es dann. Sechstes Kapitel, Teil der Farben. Hier treffen wir Adi Adagio, eine Schnecke, die uns Chromatik beibringt. Für Jazz ist es existenziell. Chromatik bedeutet auf Altgriechisch Farbe, daher haben wir nach diesem Besuch eine farbige Schleife auf unserem 3-1-Kompass. Es kommt laut Geschichte wieder Nacht und im 7. Kapitel begleiten wir Montezuma in seinem Traum. Nocturne der Schmetterlingspuppen. Hier geht's um Verwandlung. Im Laufe dieses Kapitels bekommt unser Kompass einen Puzzleteil und am Ende verschwindet er wieder. Dieser Puzzleteil steht für fehlende Töne, die eine Pentatonik zu einer klassischen diatonischen Tonleiter machen. In unserem Fall, in dem 3-1-Fall sozusagen durch Hinzufügen und Verändern dieser 2 Töne, können wir 3 verschiedene Dur-Tonarten erzeugen. As-Dur, Es-Dur und Des-Dur. Anders gesagt, wenn du improvisierst und benutzt ausschließlich erste und dritte Zugposition, beziehungsweise die Töne der F-Moll-Pentatonik, dann ist es 71% der Töne jede dieser Tonart. Daher probier 3-1 zu As-Dur, probier 3-1 zu Es-Dur und zu Des-Dur. Probier mal bewusst fehlende Puzzleteile in deinen Improvisations zu verwenden und hör genau hin, wie die Tonleiter sich verändert. Kapitel 8. Aufgewacht merken die Insekten, dass sie den Zug verpasst haben. Wir müssen ihn aufholen, indem wir spielen und jammen. Nur so holen wir den Zug auf. Schon im Zug treffen wir auf Kelly Assel. Sie gratuliert uns, dass wir es geschafft haben und sagt, dass unser 3-1-Kompass ist ab jetzt überholt. Ich lese mal vor. Unser 3-1-Kompass ist ab jetzt überholt. Wir sollen ihn durch dieses Musikastrolabium ersetzen. Es gibt nichts vor, sondern deutet nur an. Alle Züge, alle Tonarten, alle Techniken und Möglichkeiten des musikalischen Ausdrucks. Ihr bestimmt, wohin die Reise geht. Außerdem finde ich sehr wichtig diesen allerletzten Text, sozusagen Nachwort. Ich vermute, häufig wird diese 3-1-Improvisation falsch verstanden. Der Text am Ende ist dazu da, um dies zu verhindern. Deswegen lese ich es auch einmal vollständig vor.
Immer nur mit Hilfe zweier Züge zu spielen und dabei die Tonarten und Akkordwechsel zu missachten, soll auf keinen Fall die Botschaft dieses Buches sein. Es deckt nur einen geringen Teil der Tonarten ab, mit denen man sich als Musiker auseinandersetzen muss. Es macht keinen Sinn, für jede einzelne wenige Züge auszusuchen. Das wäre der falsche Weg. Im Grunde ist diese Methode der falsche Weg, den wir einmal gehen mussten, um wichtige Erfahrungen zu sammeln und uns vollkommen dem Geschichtenerzählen zu widmen, Melodien entstehen zu lassen und einfach zu schauen, wo das eigene Spiel hinführen kann. Man kann alle Sprachen der Welt beherrschen und doch nichts zu sagen haben. Und so kann man auch alle Tonarten, Akkorde und Umkehrungen beherrschen und nicht imstande sein, aus ihnen etwas zu machen. Ich hoffe, die Reise hat euch gefallen. Danke fürs Spielen.